Leute, wir gucken uns ein Video an. Es wurde natürlich wieder tausendfach mir zugeteilt, aber ich habe auch richtig Bock drauf. Megalodon. Es muss mehr High-Content passieren. Why Megalodon definitely went extinct. Gucken wir doch mal, warum er angeblich definitely extinct wurde. Es ist sich also jemand sicher, der Megalodon ist ausgestorben. Beweis es. Immer Beweise liefern. Immer nach der Quelle fragen. Dann gehen wir rein. About 8 million years ago, a little baleen whale was swimming in the warm coastal waters of Peru. It was only about 3 or 4 meters long, about the size of a... Erster geiler Hinweis, Peru, Freunde. Ihr wisst es, viele Megalodon-Zähne werden in Peru gefunden. Ich muss dort unbedingt hin, im Wasser und in der Wüste. Ich muss irgendwann in meinem Leben, ich kann nicht von dieser Welt gehen, Freunde, ohne dass ich meinen eigenen Megalodon-Zahn gefunden habe. Ich will diese Challenge Ich werde irgendwann auf die Reise gehen, wenn ich mal Zeit und Geld habe und werde meinen eigenen Megalodon-Zahn finden. Und Peru ist eine der möglichen Quellen. Reist jetzt nicht alle nach Peru und fangt mir meine Megalodon-Zähne dort weg. Ich bitte euch drum. Beluga whale, and while it filtered mouthfuls of plankton-rich water, it was unaware that just below it swam a predator. Like the great white sharks of our time, this predator likely hunted whales from below or behind, in case its prey was capable of echolocation. Ja, gut erklärt. Von unten oder von hinten hat der Megalodon gejagt, ja, und zwar Wale. Und wenn ein Tier Wale zum Frühstück frisst, muss es ein großer, fieser, mega monströser Hai sein. Das ist ja wohl klar. Und das stimmt, von hinten und von unten. Wenn ich sage, das stimmt, ne, dann heißt das ist vermutlich so gewesen, weil niemand war ja dabei vor 1,6 Millionen Jahren. Aber das ist wahrscheinlich so gewesen, weil Waltiere natürlich Echolocation nach vorne machen und quasi den Raum vor sich mit Sound besprühen, hören, wie sieht das aus, wie kommt der Sound zurück, aha, da kann ich lang schon, da sieht so und so aus. Also die sehen ihre Umgebung mit Sound. Und nach vorne und nach oben würden sie den sehen. Von hinten, von unten nicht. Deswegen hat er so gejagt. Okay. It turns out that this little whale known as Piscobalina didn't have that ability. Piscobalina heißt im Prinzip übersetzt Fischwal. But for the hunter, the element of surprise was enough. It swam up for the attack, and that was that for Piscobalina. We know who the predator was because it left a tooth in the whale's body. Das ist ja so geil, das habe ich in Dinosaurierbüchern schon geliebt, dass man die Prädatoren, also die Angreifer, immer schon ausmachen konnte an den Wunden der Knochen der gefundenen, attackierten Tiere. Das habe ich schon immer geliebt. Oh Mann, ich will auch so einen Megalodon-Zahn, ey. Das ist das Einzige, was vom Megalodon übrig geblieben ist. Ne? Die Zähne aus Dentin, so wie bei uns. Alles andere aus Knorpel ist vergammelt, verschimmelt, verwest. Aber der Zahn, der bleibt. Und Mann, irgendwann... Which eventually fossilized. It usually goes by its species name, Megalodon. Megalodon. Hier werde ich auch immer wieder angezählt, wie ich den Megalodon ausspreche. Sprecht den doch einfach aus, wie ihr wollt. Dem Meg ist das egal. Sagt einfach Don, so wie ich. Der Don. Der Don geht immer. And it was the largest shark that ever lived. Soweit wir bis jetzt wissen. To 18 meters, it was almost 3/4 of the size of a modern blue whale. Its teeth were as big as your hand or bigger, and its jaws were wide enough to... Dieses Bild habe ich als Kind in meinen Hai-Büchern absolut gefeiert, geliebt. Allerdings habe ich ein Bild, da saßen, glaube ich, jetzt lasst mich nicht lügen, 7 Wissenschaftler in dem Maul, was kreiert wurde zum Megalodon. Die haben das ein bisschen zu groß gemacht. Ich glaube, um 1/3 ist es zu groß, aber immerhin, man hat das geliebt, ey. Swallow you whole. Megalodon lived all over the world, from the Netherlands to New Zealand. And for more than 10 million years, it was at the top of its game as the ocean's apex predator, until 2.6 million years ago when it went extinct. Okay, vor 2,6 Millionen Jahren. Es gibt auch einige Leute, die sagen vor 1,5. Es sagen einige vor 1,2. Irgendwas in der Zeit wird es gewesen sein. Ich sage euch nur eins, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ich würde in diese Zeit, ich sag mal, vor 3 Millionen Jahren zurückreisen. Wie kann das denn sein, wenn die Erde erst 2022 Jahre alt ist? Jedenfalls würde ich dahin zurückreisen und würde da mal im Meer tauchen gehen und würde hoffen, dass ein Megalodon ankommt, Alter. Und der ist natürlich bestimmt so friedlich wie ein weißer Hai. Vermutlich würde ich gefressen werden, aber wäre ein geiler Tod.
Ein Meer, was noch nicht von Menschen beeinflusst wurde, was noch voller Fische, Wale und Haie ist, ey, Alter, wie geil das wäre. Niemand hat gefangen, zerstört, sonst irgendwas. Das wäre der absolute Oberhammer. So, weiter jetzt. Yes, really? Don't let Hollywood convince you otherwise. I know you're smarter than that. Megalodon disappeared entirely from the fossil record, just as the Pliocene gave way to the Pleistocene. And there's also proof of its extinction in the composition of marine life that we find today, especially in the kinds and sizes of whales that swim in our modern oceans. So what happened to the largest shark in history? Well, it turns out that while Megalodon may have been the biggest shark that ever swam, it would eventually be defeated by the greatest. Das ist eine der Theorien, warum er ausgestorben ist, ne? Dass der Megalodon von den weißen Haien besiegt wurde, weil sie erfolgreicher, schneller, anpassungsfähiger waren. Makes sense. Megalodon was the biggest, scariest shark in a family of big, scary sharks. Das ist meine Lieblingshai-Familie, die Familie der Big and Scary Sharks. It belongs to the diverse order of sharks known as lamniforms. Ihr wisst, ich habe viele Lieblingstiere und viele Lieblingsgruppen und so weiter, aber die Lamniformes, die Makrelenhaiartigen, sind schon geil. Today include sand tigers, goblins, threshers, and the great white. And when Megalodon was first described in 1835, scientists thought that its big, serrated, blade-like teeth looked so much like those of the great white that Megalodon was originally placed in the same family. But today, based on features around the base of its massive teeth, most experts think that it was probably in a separate family whose members are all now extinct, called Otodontidae, also known as the Ne? Dentiden, Otodontide. Wer Latein kann sich das sehr, sehr gut herleiten. Die Familie der Großzahnhaie. sharks. Now, one of the oldest and smallest of the group of megatooths that gave rise to Megalodon was a shark known as Otodus obliquus, which lived in the early Eocene nearly 20 million years before Megalodon appeared on the scene. And some scientists think that Megalodon belonged to this same genus, Otodus, while others assign it to another genus of extinct sharks called Carcharocles. Either way, Megalodon was the largest of all the megatooths, first showing up in the fossil. Alter Schwede, das ist so geil, ey. Und vor allem, ihr müsst euch auch mal überlegen, dass dieser Typ, der Don, einfach mal 20 Millionen Jahre die Ozeane beherrscht hat. Ein geiles Maul, alter Schwede. Record about 23 million years ago. So how and why did it get so huge? Well, Megalodon's massive size was linked to the size of its prey, and both were shaped by forces much bigger than themselves. Stellt euch das doch nochmal vor, der Kampf der Titanen. Ein 20 Meter langer Hai, das ist ja schon wirklich ein Ultrabiest, frisst einen 18 Meter langen Wal. Warum? Es gibt ja The Meg, ne? Und auch The Meg 2 jetzt demnächst. Warum macht nicht mal einer nochmal einen Film im Doku-Style über den geilen Meg? Wie er Wale frisst und so weiter. Gibt's bestimmt auch, ne? Bei National Geographic oder so, kenne ich noch nicht. These external forces began at the end of the Mesozoic, when plate tectonics caused the uplift of mountains in North America. War ich immer übrigens großer Fan von Vulkanismus und Plattentektonik schon in Geografie. Habe ich geliebt. Habe ich auch Vorträge drüber gehalten in Geo. Liebe ich sehr. Ist ein tolles Thema, kann man sich mal reinfuchsen, macht Spaß. Asia. The weathering of these growing mountain ranges pumped massive amounts of nutrient-rich sediment into the oceans, increasing the productivity of ecosystems near the shore. And as the algae and plants grew, so did the Megalodon's preferred food group, marine mammals. Marine mammals like whales, dolphins, and seals all have pretty high fat contents, making them a nutritious, high-calorie snack for any predator that can catch them. And as Übrigens, ich muss mal sagen, ihr wisst, ich bin immer super kritisch bei Videos, die sich mit solchen wissenschaftlichen Sachen beschäftigen oder zumindest mit tierischen Sachen. Das hier finde ich bis jetzt richtig geil, ey. Alles richtig, alles gut erklärt, gefällt mir. Marine mammals grew over time, so did the sharks. Over the course of about 20 million years. Außerdem mag ich auch wieder hier die junge Dame, die einen Haizahn um den Hals trägt aus Metall und einen kleinen Buckelwal. Finde ich gut. Marine mammals and the line of megatooth sharks that led to Megalodon both doubled in size. And Megalodon in particular started to grow too, fast. Fossils of newborn Megalodon found in places like Panama show that they were about 2 to 3 meters long, half the size Alter, bei der Geburt einfach mal schon 3 Meter lang sein. of a modern great white shark and Alter. about 1.5 times as large as their ancestor Otodus obliquus. And these massive baby sharks grew like weeds.
Baby Shark. We know this because shark vertebrae show rings of their growth just like tree rings. And these Also die Vertebra, eine Art Wirbelsäule der Haie, zeigt immer Zuwachsringe von Jahr zu Jahr, wie bei Bäumen. Sehr geil. Gut erklärt, schön. rings show that megalodon babies grew almost twice as quickly as Otodus obliquus, reaching their maximum length at around 25 years old. So getting bigger over time and then getting bigger faster probably helped megalodon keep up in the ongoing size race with the marine mammals they hunted. And hunt it most certainly did. Its teeth have been found stuck in the ribs of Oh Leute, ey. Irgendwann werde ich hoffentlich einen Megalodon. Ich würde so gerne einen Megalodon-Zahn haben. many unidentified whale species, as well as tiny Piscobalaena and even a pinniped about the size of a Pinnipeden sind die Robbentiere, ne? Aktuell bei uns auf der Welt. Vom Seelöwen bis zur Kegelrobbe, vom Walross bis zum Seeelefanten, also Pinnipeden. sea lion. So size was a very useful adaptation for the giant sharks. Until it wasn't. Because 2.6 million years ago, Megalodon disappeared. And there are a couple of potential reasons for this. For one thing, 2.6 million years ago marked the beginning of the Pleistocene, when cooler temperatures and long periods of glaciation began to set in, also known as the Ice Ages. This Und wenn du wechselwarm bist, ist Kälte immer scheiße. change in temperature could have affected Megalodon directly, or it could have impacted its food source. That's because the change in climate led to a restructuring of how and where whales lived. As the climate shifted, more productive environments with more food began to take shape closer to the poles, so whales started to spend a lot more time there and Ich habe ein Bild, sieht genauso aus. Geil. became more migratory. So maybe the problem for Megalodon was that its prey started moving to where the water was Buckelwal. colder. Ach, ihr könnt ihr gar nicht sehen. Da. Buckelwal machen die immer. Spyhopping. Too cold, perhaps, for Megalodon to follow. For a long time, scientists thought that this might have been what did in the world's biggest shark. But in 2016, a group of researchers led by Dr. Catalina Pimiento decided to test that hypothesis. Sehr geil. Specifically, they tested the assumption that Megalodon couldn't live in cold water. Pimiento and her team used a climate forecasting model to recreate ocean temperatures during the Pliocene and Miocene, and compared those temperatures to where Megalodon had lived. They found that while the shark preferred water from about 12 to 27 degrees Celsius, its fossils were still found in places where the water was as cold as 1 degree. So Megalodon probably was okay with colder water, which makes sense because many large sharks today are mesothermic. They can keep their bodies a little warmer than the surrounding. Nicht alle, denn das kostet unfassbar viel Energie, seine eigene Körpertemperatur als Hai, also als Nicht-Säugetier, über der Umgebungstemperatur zu halten. Das können nicht alle Haie, das kann aber zum Beispiel der Weißhai. Der kann seine Temperatur, korrigiert mich, ich glaube bis zu 7 Grad über Umgebungstemperatur Water halten. Echt temperature, geil, ey. which helps them stay active even in colder water. Oh, ich hasse das immer, wenn in solchen Berichten wie hier dann Aquaristikaufnahmen drin kommen. Ein Sandtiger, der im Aquarium schwimmt. Das mag ich immer nicht. So if changes to the whale's movement and habitats wasn't the problem, then what was? Well, the disappearance of Megalodon seems to coincide with two big important changes in the animal kingdom. The first was the appearance of new predators that Megalodon had to compete with. For example, starting around the middle of the Miocene, we find the giant sperm whale with the Und das ist ein ganz schön krasser Kamerad als Konkurrent. So, oh ja, okay. epic name of Leviathan melvilla. Diese Theorie mag ich sehr. Und Leviathan, Melville, wer sich das zusammenreimen kann, ein Leviathan ist ein großes Lebewesen, ein großes Monster, ein großer Pottwal. Und Herman Melville, mal googeln, hat geile Bücher geschrieben. Named for none other than the author of Moby Dick. But unlike wird's the ja verraten. suction-feeding sperm whales of our time, Leviathan had short So ein Kiefer habe ich auch schon mal gesehen. Also das ist halt Pottwal auf Steroids. Und ein Pottwalzahn kann ja bis zu 2 Kilo wiegen, ne? Und 20 Zentimeter hoch sein. Aber der vom Leviathan ist ein ganz schön krasser Endgegner. Ey. powerful jaws, and its teeth were big, strong, and meant for biting into flesh. Also, at Und Pottwale haben ja überwiegend zu 99% nur Zähne im Unterkiefer. Und Leviathan habt ihr gerade gesehen, da geht einiges. 17 meters long, Leviathan wasn't just snacking on Yeah. squid, it was eating other whales. And it was only one of many species of carnivorous whales in the Middle Miocene.
In the late Miocene, another adversary shows up in the fossil record, the earliest ancestor of the great white shark, Kokorodon habeli. This shark was a direct competitor with Megalodon, as proven by its tooth marks that have been found in fossils of the same whale species that we know Megalodon ate, namely that little Piscobalaena. Then a few million years later, in the early Pliocene, the first fossils appear of the modern great white. Und da sieht man auch mal, ne, auch wenn ich immer sage, Haie gibt es schon seit über 400 Millionen Jahren auf unserem Planeten, in unseren Weltmeeren und einige davon natürlich auch im Süßwasser. Ja, aber nicht der Hai so, wie er heute ist, sondern die Vorgänger und das, was sich daraus entwickelt hat. Und ihr seht, dass Carcharodon carcharias, also der weiße Hai, noch gar nicht so super alt ist. Aber dass es noch super alte Formen gibt, vom Goblin-Hai, die es schon sehr, sehr lange so gibt, seit vielen Millionen Jahren relativ unverändert. Aber dass es auch super geile moderne Haie gibt, wie zum Beispiel den großen Hammerhai, den Mokaran, der ja einer der modernsten Haie überhaupt ist. Also quasi so ein RS7 unter den Haien. Carcharodon carcharias. Now, in addition to having to compete with newer, more nimble sharks like these, some of Megalodon's most important prey, namely whales, were on the decline. Toward the end of the Pliocene, the number of whales dramatically decreased from about 60 whale species to about 40. Many of these species were filter feeders and fed on krill and other organisms, which in turn ate microscopic algae called diatoms. And starting around 3 million years ago, the oceans began to experience a serious drop in diatom diversity. It's not 100% clear why this happened, but it might relate to changes in ocean circulation that took place when North and South America finally came together, and water could no longer circulate between the Pacific and the Atlantic. Heute können sie das wieder, weil es ist ja der Panama-Kanal dazwischen. Regardless of the reasons, fewer diatoms meant fewer krill, which in turn meant fewer whales, and with less food, Megalodon had to compete even harder with the smaller and faster great white shark. Okay. Being bigger is great if it gives you the advantage of having access to a different food group, but when it no longer does, it means you're just bulkier and require more food to survive. Which is why 2.6 million years ago, the very last of the Megalodon disappeared from the fossil record. And the absence of the Megalodon may have had a big impact on the world's oceans. Oh, yeah. In the past couple million years, great white sharks and orcas have taken over the roles of apex predator. But these much smaller carnivores couldn't hunt the larger whales that Megalodon was likely able to eat. Jein, der Orca kann jeden Wal auf diesem Planeten platt machen. Und neulich auch bestätigt, ne, Blauwale, habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass Orcas einen Blauwal gefressen haben. Der frisst Finnwale und ich meine, ein Orca macht in einer Schule genau wie ein Wolf, ein Wiesent oder Bison, lockers platt, überhaupt gar kein Problem. Der Orca kann jeden im Meer fressen, das muss man wissen. For instance, we know that modern great whites frequently eat dolphins half their size, so it's possible that an 18-meter megalodon was eating whales that were as big as 9 meters, much too big for other predators to handle. And after Megalodon Nicht für Orcas. went extinct, the size of whales exploded. During the Pleistocene, the waters grew colder, and the new and improved productivity at the poles meant diatoms bounced back. And this newly productive environment, along with the absence of large predators, meant that the whales were able to become twice as big as the biggest whales of the Pliocene. Maximalgröße Blauwal? Richtig, 33,6 This is Meter. why the blue whale, the largest animal our planet has ever seen, appeared in the fossil Ja, dickstes, schwerstes, aber es gab Saurier, die waren länger, also über 40 Meter lang. Müsst ihr mal bei den Langhälsen gucken. Und es gibt Tiere auf unserem Planeten, die sind als Würmer oder als Quallen tatsächlich auch über 50 Meter lang. Also er ist nicht der längste. record only recently, less than 2 million years ago. Without 18-meter sharks swimming around, the oceans could finally host 25-meter whales. Aber ey, schöne Theorien, gut aufbereitet, ist eines der besseren Megalodon-Videos, was wir uns anschauen. Mag ich. Ich finde es wirklich toll. Ich lerne hier auch was. Finde ich gut. So Megalodon and its ancestors had a great run. Over 30 million years, they became larger in order to eat larger marine mammals. But when those mammals started to disappear and when competition with great white sharks and other predators became too fierce, Megalodon didn't make the evolutionary cut. But it's worth noting that the biggest great white sharks of today are about a meter longer than their ancestors were in the Miocene, and they grow a little faster when they're young too, just like Megalodon did.
It took nearly 30 million years for the megatooth sharks to reach the enormous size of Megalodon, a slow transformation that took place as whales and other marine mammals slowly grew in size. But whales today are already enormous and face very few predators, which leaves the niche die of Orcas. super shark wide open. So it just might be that the great white shark could become the Megalodon of the future. Wie geil wäre das denn bitte? Wenn weiße Haie einfach evolutionär immer größer werden und irgendwann Megalodon-Größe erreichen würden. Leute, ich brauche eine verdammte Zeitmaschine. Kann nicht mal irgendjemand hier... Da sind doch Ingenieure und Zukunftsforscher und... Oh Mann, ich brauche eine fucking Zeitmaschine. Oder kryptomäßig lasse ich meinen Kopf einfrieren. Heißt das überhaupt Krypto? Na, Kryo, Entschuldigung. Krypto ist was ganz anderes. Kryo, biologisch. Ich brauche 1,5 Millionen Dollar, um meinen Kopf einfrieren zu lassen, damit man mich in... roundabout 500.000 bis 1 Million Jahren auftaut, damit ich den großen Megalodon sehen kann. That giant sharks might patrol our oceans once again. Thanks for joining me today, and a special thanks to our eontologists Jake Hart, John Ivy, John Davidson Ing, and Steve. If you'd like to join them in supporting this channel, head over to patreon.com/eons and make your pledge for some neat and nerdy benefits. Now, what do you want to learn about? Leave your girl a comment and don't forget to go to youtube.com/eons and subscribe. Also das hat mir gut gefallen, das Video. Das fand ich richtig cool. PBS Eons, das werden wir mal abonnieren und vielleicht auch uns nochmal was anderes angucken. Hat mir sehr gut gefallen. Eines der besseren Megalodon-Videos, schön aufbereitet. Aber Freunde, es gibt immer noch genügend Menschen da draußen, die glauben, dass der Don noch am Leben ist. Die Theorien ziehen sich zusammen, wie eine Schlinge um den Hals eines Nichtwissenschaftlers.